Die Neu- und Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel, in dieser Grafik gelb markiert, gehört zu einem ganzen Netzwerk von Neu- und Ausbaustrecken, das sich über ganz Europa hinzieht. Besondere Wichtigkeit hat die Strecke für den Güterverkehrskorridor von Rotterdam nach Genua. Erste Ausbaupläne gehen hier auf die 1960er Jahre zurück. Konkreter wurden die Planungen ab Mitte der 1980er Jahre, woraufhin 1987 die ersten Bauabschnitte begonnen wurden. Der erste verwirklichte Abschnitt war Ende 1993 der Abschnitt zwischen Bühl und Achern. Der gesamte Abschnitt zwischen Karlsruhe und Basel ist 182 Kilometer lang. Nach Beendigung aller Bauarbeiten soll die Fahrzeit von derzeit 100 Minuten um 31 Minuten auf 69 Minuten sinken. Laut einer von DB Netz AG auf der Homepage www.karlsruhe-basel.de veröffentlichten Terminübersicht mit Planungsstand vom 4. Dezember 2017 sieht das Gesamtprojekt im Moment so aus, dass die Bauabschnitte 2 bis 6, das betrifft die Strecke von Rastatt Süd bis Offenburg, seit Dezember 2004 in Betrieb sind. Der Bauabschnitt 9.1, das ist der Katzenbergtunnel südlich von Freiburg, seit Dezember 2012 in Betrieb ist. In Bau befindlich sind im Moment die Bauabschnitte 1.1 und 1.2 zwischen Karlsruhe und Rastatt Süd, die auch den Tunnel Rastatt beinhalten. Hier ist eine Eröffnung Ende 2024 vorgesehen. Zur Eröffnung Ende 2025 vorgesehen ist der komplette Bauabschnitt 9 von Mülheim bis nach Basel. Der Bauabschnitt 8 von Kenzingen bis Mülheim, welcher auch die Westumfahrung Freiburg beinhaltet, ist vorgesehen für die Eröffnung Ende 2031. Bleibt noch Bauabschnitt 7 zwischen Offenburg und Kenzingen, der dann auch den Tunnel Offenburg enthält. Hier ist eine Eröffnung Ende 2035 vorgesehen. Nach Eröffnung dieses Abschnittes soll dann auch die bestehende Strecke zwischen Offenburg und Kenzingen ausgebaut werden. Somit ist mit Abschluss der Gesamtarbeiten für dieses Projekt Ende des Jahres 2041 zu rechnen. Die Planung sieht zukünftig zwischen Karlsruhe und Offenburg eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h sowie zwischen Offenburg und Basel eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h vor. Kommen wir nun zum Tunnel Rastatt und der nördlichen Zulaufstrecke von Karlsruhe bis Oetigheim. Beginnen wir mit dem nördlichsten Streckenabschnitt zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und der ehemaligen Blockstelle Baßheide, die im Zuge der Bauarbeiten zum Abzweig Baßheide wird. Offizielle Verlautbarungen gehen hier von einer Modernisierung der Oberleitungs- und Signalanlagen aus. Inoffiziell habe ich jedoch auch schon gehört, dass zumindest der Abschnitt zwischen Forchheim, das etwa auf halber Strecke liegt, und der Abzweigung Baßheide auf 3 Gleise ausgebaut werden soll. Vom Abzweig Baßheide bis Oetigheim verläuft die Neubautrasse der Bahn parallel zur 2002 bis 2004 neu gebauten B36. Die Arbeiten in diesem Streckenabschnitt haben vor einigen Monaten begonnen
und sind im Moment durchaus im Zeitplan. Kernstück dieses Bauabschnittes ist der Tunnel Rastatt. Die Bauarbeiten hierzu begannen im Jahr 2013 und sollen Ende 2024 abgeschlossen sein. Der Tunnel besteht aus 2 eingleisigen Röhren mit einer Länge von jeweils 4270 Metern. Von Norden her kommend unterqueren diese in einer leichten Linkskurve das Industriegebiet von Rastatt, etwa 500 Meter entfernt vom jetzigen Bahnhof. An dieser Stelle eine kleine Entschuldigung an alle Zuseher nördlich der Mainlinie. Ich weiß, offiziell nennt sich die Ortschaft Rastatt. Aber ich bin und bleibe nun mal Badener und in unserem Dialekt nennt sich dieser Ort einfach Rastatt. Für den bergmännischen Vortrieb der beiden Tunnelröhren wurden 2 Tunnelvortriebsmaschinen bestellt. Den Auftrag bekam die Firma Herrenknecht in Schwanau-Allmannsweier. Diese lieferte 2 jeweils 90 Meter lange und 1750 Tonnen schwere Maschinen. Das Auftragsvolumen lag bei 36 Millionen Euro. Die zuerst gelieferte Maschine für die Oströhre wurde auf den Namen Wilhelmine getauft. Die zweite für die Weströhre hört auf den Namen Sibylla Augusta. Tunnelanstich bei der Oströhre war am 25. Mai 2016. Als Tunnelpatin fungiert Nicole Kressel, die Regierungspräsidentin des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Die Arbeiten gingen flott voran, sodass am 19. Dezember 2016, knappe 7 Monate nach dem Tunnelanstich, bereits die Tunnelmitte der Oströhre erreicht wurde. In dieser zügigen Baugeschwindigkeit ging es weiter bis am 12. August 2017 gegen 11 Uhr. Der Bohrkopf von Wilhelmine befand sich gerade mal noch etwa 50 Meter vor dem Tunneldurchstich, als sämtliche Sensoren der Baustellenüberwachung Alarm schlugen. Was war passiert? Oberhalb der frisch gebohrten und eigentlich auch gesicherten Tunnelröhre begann sich das Erdreich und somit auch die Gleise abzusenken. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Alarms kein Zug in unmittelbarer Umgebung der Gefahrenstelle, sodass die Strecke rechtzeitig gesperrt werden konnte. Denn was hier noch recht harmlos aussieht, sieht aus der Nähe betrachtet so aus. Zunächst ging man von einer Streckensperrung bis zum 26. August aus. Dies wären gerade einmal 14 Tage gewesen. Dass dieser Termin nicht zu halten ist, zeichnete sich schon nach sehr kurzer Zeit ab und es wurde auf den 7. Oktober korrigiert. Im Endeffekt wurde die Strecke dann am 2. Oktober wieder eröffnet. Am Wochenende 12. und 13. August wirklich nur als Notverkehr mit einer Handvoll Bussen betrieben, lief der Busersatzverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden ab dem 14. August immer besser. Insgesamt gelang es, 26 Busse aus dem gesamten Bundesgebiet herbeizuziehen. Somit konnte bei einer geplanten Fahrzeit zwischen Rastatt und Baden-Baden von 20 Minuten, die sich jedoch durch die vielen Ampeln in Rastatt meist auf etwa 25 Minuten erhöhten, ein 6-Minuten-Takt realisiert werden. Im Endeffekt wurde nach Bedarf gefahren, was auch erheblich besser war, spuckt doch ein vollbesetzter ICE bei seiner Ankunft etwa 660 Passagiere aus.
Diese verteilen sich dann auf etwa 11 Busse. Auf diesem Luftbild ist schön erkennbar, wie eng alles an der Havariestelle zugeht. In der Bildmitte oben zu sehen die Sporthalle Niederbühl, direkt darunter die nicht betroffene Weströhre des Tunnels und etwas unterhalb ist die Einsackung der Gleise oberhalb der Weströhre zu sehen. Ebenso wird deutlich, wie dicht die Weströhre an den Wohnhäusern in Niederbühl vorbeiführt. Somit ist auch gut zu verstehen, dass die Deutsche Bahn aus Sicherheitsgründen 4 dieser Häuser vorerst evakuieren ließ. Um Schäden an dem über 3,8 Kilometer langen, im Rohbau fertiggestellten Abschnitt der Weströhre zu vermeiden, entschied man sich, einen Betonpfropfen als Abtrennung zur Havariestelle einzubringen. Aus diesem Grund wurden am 16. und 17.8. über 3 Bohrlöcher von der Oberfläche aus etwa 2000 Kubikmeter Beton eingefüllt. Um hier einen Größenvergleich zu haben, 2000 Kubikmeter entspricht dem Wasserinhalt eines olympischen Schwimmbeckens. Im Anschluss daran wurden ab dem 18. August rund 10.500 Kubikmeter Beton ebenfalls von der Oberfläche aus in die Havariestelle eingebracht. Eine gute Nachricht für die Bewohner der 4 evakuierten Häuser gab es am 25. August. Die Sicherungsmaßnahmen durch Einfüllen von Beton waren abgeschlossen, ein weiteres Absinken des Bodens nicht mehr zu erwarten, somit konnten sie ihre Häuser nach knapp 2 Wochen wieder beziehen. Parallel zur Sicherung des Tunnels liefen an der Oberfläche die ersten Rückbauarbeiten der beschädigten Rheintalbahn. Zunächst wurde der behelfsmäßige Fußgängersteg zwischen Niederbühl und der Sporthalle entfernt, zum einen, weil auch er mitten im Havariegebiet lag, zum anderen, weil er bei den Oberleitungsarbeiten im Weg gewesen wäre. Danach wurden die Oberleitung sowie Schienen und Schwellen zurückgebaut. Im nächsten Schritt wurden rund 2500 Tonnen Schotter sowie das darunterliegende Erdreich entfernt. Am 4. September wurde entschieden, nicht nur die Oströhre mit einem Betonboden zu überdecken, sondern vorsorglich auch die Unterfahrung der Weströhre. Da die Arbeiten für diese zweite Betonplatte parallel zu den Arbeiten für die erste ausgeführt werden, hat diese Entscheidung keinerlei Auswirkungen auf den Zeitplan. Die Vor- und Bewährungsarbeiten für die beiden Betonplatten lagen absolut im Zeitplan, somit konnte am 7. September mit dem Betonieren der Platten begonnen werden. Da von Süden in Richtung Norden betoniert wurde, konnte am 15. und 16. September, während im Norden noch betoniert wurde, im Süden bereits der Gleisbau beginnen. Die gesamte Betonplatte ist etwa 275 Meter lang, 11 Meter breit und hat eine Dicke von etwa 1 Meter. Insgesamt wurden rund 540 Tonnen Bewährungsstahl und 3000 Kubikmeter Beton verbaut. Auf diesen beiden Luftbildern erkennt man nochmals recht gut die gesamten Dimensionen der Baustelle. Hier zunächst die südliche Betonplatte, und diese Aufnahme entstand nach Abschluss aller Arbeiten zur Betonplatte von 275 Metern Länge. Nach dem Aushärten der Betonplatten wurde Grundschotter aufgebracht. Auf diesem wiederum wurden vormontierte Gleisjoche eingebaut. Nachdem am 22.09. die letzten Gleisjoche montiert waren, wurde auch zwischen die Schwellen Schotter geschüttet und einmal durchgestopft.
Anschließend wurden die hier zu sehenden Montageschienen entfernt und durch neue bis zu 60 Meter lange Schienen ersetzt. Anschließend wurden die Schienen verschweißt und durch 2 Stopfgänge mit der hier zu sehenden Stopfmaschine in die richtige Lage gebracht. Diese Arbeiten dauerten insgesamt bis zum 25. September. Nach Abschluss der Gleisbauarbeiten wurden vom 26. bis 29. September die Oberleitung sowie der Fußgängersteg wieder aufgebaut. Letzte Maßnahme vor der Wiedereröffnung war dann am 30. September und 1. Oktober der Wiedereinbau von Spiegeln und Neigungssensoren im Baustellenbereich. 2. Oktober 2017, kurz nach Mitternacht. Es ist geschafft. Die Rheintalbahn ist wieder befahrbar. Erster Zug in Nordrichtung, der Euronight 470 von Zürich nach Hamburg, welcher im Baustellenbereich ein mehrsekündiges Pfeifsignal erklingen lässt. Erster Zug in Südrichtung war ein Kesselwagenzug von SBB Cargo, die ihre Lok sogar mit einer Sonderlackierung ausgestattet hatten. Soweit also Auszüge aus dem Bautagebuch der Deutschen Bahn AG. Wie bei solchen Anlässen üblich, waren kurz nach Beginn der Havarie Mitte August die Kritiker da, die sofort alles besser wussten. Immer schön fachlich kompetent wirkend, machten sie der Bahn schöne Vorhaltungen, warum denn bei einer solch heiklen Baustelle nicht wie sonst üblich Hilfsbrücken eingebaut gewesen wären. Tja, ihr lieben, ach so kompetenten Kritiker, könnte das vielleicht daran gelegen haben, dass diese Hilfsbrücken, um auch nur ansatzweise etwas zu bringen, eine Länge von ca. 150 Metern benötigt hätten? Solch lange Hilfsbrücken gibt es aber weit und breit nicht. Und selbst wenn es sie gegeben hätte, hätte man an beiden Enden riesige Widerlager erstellen müssen. Alles in allem also ein immenser finanzieller Aufwand. Und nur mal angenommen, es wären Hilfsbrücken eingebaut gewesen und es wäre nicht zu einer Absenkung gekommen. Unter Garantie wären die, die jetzt am lautesten nach den Hilfsbrücken geschrien haben, die ersten gewesen, die sich über Steuerverschwendung bei der Bahn moniert hätten. Wirklich ungeschickt war jedoch, dass parallel zu den Arbeiten hier auf der Rheintalbahn auch größere Bauarbeiten auf der Gäubahn Stuttgart-Singen-Zürich liefen. Die Bauarbeiten auf der Gäubahn waren von vornherein mit einer Vollsperrung geplant. Trotz Abbruch der Bauarbeiten dort konnte die Strecke jedoch erst wieder am 5. September benutzt werden. Somit waren im Zeitraum vom 12. August bis 5. September beide große Zulaufstrecken von Deutschland in die Schweiz unterbrochen. Was nun zum Verrutschen der erst wenige Tage zuvor eingebauten Tübinge und damit zur Havarie in der Oströhre des Rastatter Tunnels führte, wurde offiziell noch nicht bekannt. Fakt ist jedenfalls, dass bereits im November der Betonpfropf in der Weströhre wieder entfernt wurde. Hier soll auch die Tunnelvortriebsmaschine, die zwar nicht mehr verwendbar ist, geborgen werden, denn irgendwie muss dieser Tunnel ja auch mal weitergebaut werden. Die Havarie in der Oströhre hat nun allerdings auch Auswirkungen auf die nicht betroffene Weströhre. In dieser wurde die Tunnelvortriebsmaschine Sibylla Augusta bis an die Rheintalbahn herangefahren. Die Arbeiten wurden nun aber vorübergehend eingestellt.
Es soll nun nochmals überprüft werden, in welcher Bauform die beiden Tunnelröhren des Rastatter Tunnels zum Abschluss gebracht werden sollen. Die Arbeiten an den Tunnelzufahrten sind hiervon natürlich nicht betroffen, diese laufen termingerecht weiter. Besonders aufmerksam müssen indes Radfahrer sein, die den Behelfssteg bei Niederbühl benutzen. Ist denn mal einer so geschickt, die ganzen Treppen mit seinem Fahrrad hinaufzufahren, wird er oben freundlich darauf hingewiesen, dass er doch jetzt bitte absteigen möge. Soweit also meine Zusammenfassung der Havarie und der Sperrung der Rheintalbahn bei Rastatt. Ich habe mich in großen Teilen bemüht, sachlich zu bleiben. Meine eigene Meinung als Kommentar kommt lediglich nach dem Bautagebuch zur Sprache. Im Anschluss kommen noch einige Bilder aus Niederbühl, die nach der Wiedereröffnung der Rheintalbahn entstanden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich wie jedes Mal über jeden Kommentar, jedes Abo und jeden Daumen nach oben. Ihr, euer Wolfgang B.